Diese Mini-Visitenkarten passen genau hier in dieses kleine Mini-Case. Leider sind die Karten schon ziemlich veraltet und ich habe irgendwie Bock auf was Neues. Und da habe ich mir halt gedacht, drucke ich das Ganze doch selber, jetzt wo ich Sieb drucken kann. Warum soll ich das noch über eine Druckerei abwickeln? Also habe ich mir einfach neue Karten gedruckt im Mini-Format, aber diesmal mit Siebdruck hier in meiner Küche an diesem Drucktisch. Interessiert es euch, wie ich das Ganze gemacht habe? Oh yeah, dann bleibt einfach dran. Ich zeige es euch gleich. Und jetzt kurz zum Setup. Also den Teil bitte ignorieren. Es geht jetzt hier nur darum. Ich habe hier ein Sieb und darauf habe ich beide Designs belichtet. Einmal die Elemente, die auf der Vorder- und Rückseite pink werden sollen und einmal die Elemente, die schwarz bzw. dann weiß gedruckt werden. Ich kann das Sieb auch freihändig stehen lassen, ich muss es gar nicht halten. Das Layout ist so angelegt, dass ich aus einem A5-Blatt genau 12 Karten rauskriegen werde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich werde zuerst die pinke Farbe drucken auf weißes A5-Papier und später dann auch noch auf schwarzes Papier, weil ich hätte auch gerne die Visitenkarten in schwarz. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht einfach 2 Siebe benutze statt jetzt einem, ja, der Grund ist ganz einfach. Ich muss halt dann ein Sieb weniger belichten und ich finde das ehrlich gesagt ganz praktisch und es ist platzsparend. Ich klebe dann immer die Teile ab, die ich halt gerade nicht drucke, wasche das Sieb aus, lasse es trocknen und dann mache ich es genau umgekehrt. Dann klebe ich die anderen Teile ab und drucke weiter. Gut, los geht's. Ich habe die Papierposition schon markiert und eine dünne Schicht Rollkleber aufgetragen, damit das Papier beim Drucken nicht verrutscht. So, jetzt kommt die Farbe ins Spiel. Von dem Pink trage ich ordentlich was auf. Nicht zu wenig, lieber zu viel. Ich bin nicht ganz sicher, warum ich jetzt so rumdrucken will, also von rechts nach links, weil ich eigentlich lieber von oben nach unten drucke. Ich hatte irgendeinen Grund, mir fällt da nicht mehr ein. Ich hebe das Sieb etwas an und schiebe die Farbe mit der Rakel über das Motiv, aber ohne Druck. Die Farbe soll dabei noch nicht durch die Maschen gedrückt werden. Jetzt lasse ich das Sieb runter und ziehe die Rakel gleichmäßigen Druck durch. So wird die Farbe jetzt durch die Maschen auf das Papier gedrückt. Und im Anschluss flute ich das Sieb gleich wieder, damit neue Farbe in den Maschen hängt, die ich jetzt beim nächsten Druckvorgang wieder durchdrucken kann. So, hier ist das Ergebnis. Das sieht gut aus. Die erste Seite ist bedruckt. Jetzt lasse ich das trocknen, wende das Blatt und kann auch die Rückseite mit dem gleichen Motiv, aber eben kopfüber nochmal bedrucken. Wenn alles trocken ist, kann ich dann auch die schwarze Farbe drüber drucken. Ich habe das Sieb ausgewaschen, neu abgeklebt und trage jetzt das Schwarz auf. Leider mache ich jetzt einen Fehler. Ich trage die Farbe rechts auf, weil ich ja vorhin das auch so gemacht habe. Aber eigentlich will ich von oben nach unten drucken diesmal und nicht von rechts nach links. Das fällt mir jetzt irgendwie zu spät auf. Das heißt, ich muss jetzt alles nochmal umwursteln und an die obere Kante auftragen. Gott, das ist alles nicht so gut erklärt, aber genau, ich will nämlich so rumdrücken. Ich werde jetzt zuerst auf meine transparente Registrierfolie drucken. Die ist bereits auf der Druckplatte angeklebt. Die brauche ich nämlich, um gleich meine pinken getrockneten Ausdrucke richtig mit der schwarzen Schablone zu registrieren. Das seht ihr jetzt hier gleich. So kann ich die Papierposition ziemlich genau bestimmen. Das ist ganz praktisch. Ich fixiere jetzt das Ganze und weiß, wo ich jetzt immer mein Papier anlegen muss. Und jetzt kann ich richtig draufdrucken. Jetzt kann ich das Ganze wieder trocknen lassen und dann die Rückseiten bedrucken. Den Teil zeige ich aber wieder nicht, weil das wäre einfach ein bisschen langweilig. Ich möchte auch gerne schwarze Visitenkarten, deswegen drucke ich jetzt alles nochmal auf schwarzem Papier. Das Neonpink von eben würde auf schwarzem Papier leider komplett untergehen. Es hat einfach viel zu wenig Deckkraft, also habe ich stattdessen Deckbinder mit Neonpink-Konzentrat gemischt. Ist dann eben nicht mehr ganz so neon, aber die Deckkraft ist dafür um Längen besser. So, hier ist das fertige Gemisch. Das ist auch ein bisschen zähflüssiger und nicht so ergiebig.
aber es wird auf jeden Fall reichen. Und falls ihr euch fragt, warum ich hier dieses gespiegelte Splitscreen habe, das liegt daran, dass ich dieses Material nur im Hochformat hatte. Und dann dachte ich, spiegel ich das doch einfach, damit ich das horizontale Format ausfüllen kann. Creative Solution. Same procedure as before. Fluten, rakeln, fluten, rakeln, fluten, rakeln, fluten. Und ich muss auch sagen, so rum druckt es sich einfach besser. So, das sieht jetzt erstmal nicht so prall aus, aber keine Sorge, der Deckbinder, der muss immer so ein bisschen nachdecken. Also ich warte jetzt einfach so 15 Minuten und dann sieht das nämlich gleich so aus, nämlich gar nicht mal so schlecht. So. Das ist doch mal deckend, oder? Ist zwar jetzt ein anderer Farbton, nicht mehr so neonpink, aber deckend ist es auf jeden Fall. Und deckend ist auch dieses Weiß, das ist so eine Art Deckweiß, das muss man auch nicht mit dem Deckbinder noch extra anmischen, das kann ich gleich so verarbeiten. Und das druckt ganz hervorragend auf schwarzes Papier. Ist auch relativ zähflüssig, da muss man manchmal so ein bisschen mit dem Wasserstäuber drüber, damit die Farbe nicht im Sieb eintrocknet. Auch hier drucke ich die zweite Farbe erst wieder auf meine Folie. Jetzt kann ich das Papier wieder fixieren und richtig drucken. Schaut gut aus. Ich bin zufrieden. One day later. So, hier ist mein kleines Schneidebrett. Da werde ich jetzt die Karten schneiden. Ich habe so kleine Schnittmarken mit auf das Papier gedruckt. Leider sind nicht alle mitgedruckt, weil die Linien zu dünn waren und die Farbe zu dick und die Maschen nicht groß genug. Deswegen musste ich das dann mit dem Lineal noch ein bisschen abmessen. Es hat dann alles doch ein bisschen länger gedauert, als ich mir erhofft hatte. So sieht das Ganze dann aus. Vorderseite, Rückseite. Passt alles? Ja, passt. Passt alles einwandfrei. Schick, schick. Pretty in pink. So, und das ist das Ergebnis hier. Über 100 Mini-Visitenkarten. Zweifarbig, beidseitig, selber bedruckt. Raus mit den alten. Rein mit den neuen. Passt perfekt. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Nachschub für die nächsten paar Jahre. Was mich noch interessiert, was ist euer Lieblingsvisitenkartenformat? Oder habt ihr gar keins? Macht's gut, eure Bexi. Oh, sie auch hier? Einen Moment. Meine Karte. Okay, das muss ich noch ein bisschen üben.